for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein super oberhübsches Intro-Tierchen heute, ein San Esteban Schwarzleguan, ne, das ist Stenosaurus conspiciosa heißen sie wohl wissenschaftlich. Also wie gesagt, San Esteban Schwarzleguan. Nicht nur, dass der den schönen Namen San Esteban, ne, der heilige Stephan, Schwarzleguan trägt, sind auch wunderhübsche Tiere. Das Interessante zu diesem Tier, ich habe den vor, ich glaube, über 10 Jahre als Baby verkauft. Damals habe ich den als Nachzucht aus den USA bekommen. Ist eine absolute Rarität, war damals eine Rarität, ist heute wahrscheinlich noch eine größere Rarität wie damals, vor über 10 Jahren verkauft. Der Besitzer hat mir den jetzt wieder zurückverkauft, weil er seinen Bestand völlig geändert hat. So kam ich an den wieder. Damals war er klein, jetzt ist er groß und noch hübscher geworden. Und deswegen heute mein Intro-Tierchen, den wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Wir sind jetzt hier beim Teil 2 der Terrarienbeleuchtung. Der Oliver ist wieder da, beziehungsweise noch da. Wir hatten es schon angekündigt. Der Oliver Fischer selber muss ich nicht mehr groß vorstellen. Sein T-Shirt trägt den Namen X-Reptile aus der Schweiz, Hersteller von diesen HID-Lampen. Einfach noch mal ganz kurz. Servus Olli nochmal. Hallo Stefan. Und heute wollten wir in die Praxis gehen. Gell? Wir wollten sagen, der Terrarianer hat ein Terrarium. Wie beleuchte ich das jetzt richtig? Genau. Wenn man weiß, welche Tierart man pflegt, dann weiß man wahrscheinlich auch, wie groß das Terrarium etwa sein soll. Und da kann man mit ein paar einfachen Formeln kann man sich schon ein Bild davon verschaffen, wie viel Lichtintensität das ich brauche, wie viel Watt. Ich habe da mal so einen Beratungsleuchtgeber geschrieben. Die Leute können den gratis bei dir beziehen. Und da unterscheide ich zwischen einem Steppenterrarium, also für tagaktive Echsen, die dann wirklich sehr sonnenintensive Lampen oder sehr sonnenintensive Beleuchtung brauchen. So ein Team genau, jetzt als Beispiel. Jetzt ein schwarz-weißer, vorher war es der rote. Und als Gegensatz dazu ein Regenwald-Terrarium. Wir haben hier ein Terrarium aufgestellt, das ist 60 x 45 und knapp 50 cm hoch. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Stefan, wie viel Watt glaubst du, hat die Sonne bei uns so im Sommer pro Quadratmeter? Watt pro Quadratmeter? Genau. Scheint die Sonne zu Boden bei uns. Also wenn ich jetzt an die Lampen denke, würde ich beim Quadratmeter 200 Watt sagen. Okay. Also das würde ich jetzt im Terrarium, wenn ich mir überlege, Meter Terrarium, würde ich wahrscheinlich 200 Watt an Lampe reinhängen. Ja. Das denken wahrscheinlich so die meisten in dieser Größenordnung. Es sind 1000 Watt, die Sonne auch im Sommer bei uns pro Quadratmeter zu Boden scheint. Jetzt müsstest du dir vorstellen, haben wir vorher ausgemessen, 0,27 Quadratmeter, also du hast 1000 Watt für 4 solche Terrarien, oder? Also das macht man nie und nimmer. Das Terrarium würde gnadenlos überhitzen. Und wir rechnen mit solchen Steppenterrarien etwa bis 50 cm mit, genau was du gesagt hast, mit 200 Watt pro Quadratmeter und etwa mit 250 Watt pro Quadratmeter, wenn dann das Terrarium höher wird, also über 50 cm hoch ist. Ja. Klar, die Höhe spielt natürlich eine riesige Rolle, ob das Licht auf 50 cm oder womöglich auf 1 Meter Höhe hängt. Gell? Absolut, das schauen wir nachher noch an, auch für den UV-Wert natürlich, nicht nur für die Helligkeit und für die Wärme. Also ausgerechnet sind es 0,27 Quadratmeter mal die 200 Watt, dann kommen wir 54 Watt und jetzt haben wir hier mal eine 54 Watt Metalldampflampe UVMH von uns, von X-Reptile, darüber gehängt. 50 Watt? Genau, die 50 Watt. Ja, du hast 54 gesagt, okay. Ja, 54 Watt habe ich ausgerechnet. Aber also bräuchte man und das genau, ist 50, wir runden ja, das genau. immer, oder? Okay. Dann muss natürlich der Halter auch wissen, habe ich ein Terrarium aus Holz, das isoliert die Wärme besser, dann fahre ich mit der Wattzahl ein bisschen runter. Glas diffundiert die Wärme ein bisschen mehr. Also das muss man dann natürlich immer auch auf die einzelnen Gegebenheiten und natürlich auch auf die Tierart und den Lebensraum anpassen.
Okay, also wir rechnen es aus mit der Faustformel. Genau. Steht im Ratgeber drin, beziehungsweise sprich 200 Watt pro Quadratmeter. Ja. Also dann könnt ihr euch die Fläche von eurem Terrarium ausrechnen, mal die 200. In dem Fall kommen wir auf 50. Was mir, also wegen Abstand haben wir gerade gesprochen. Woher weiß ich, dass genug UV da unten ankommt? Also da ist natürlich die Beschaffenheit des Deckels wichtig, oder? Du hast hier ein Drahtgase-Terrarium. Drahtgase, das lässt natürlich die UV-Strahlung durch, anders als Glas, oder? Glas, das lässt nur einen Teil vom UVA durch, aber keinerlei UVB. Das sollte man wissen, das ist wichtig zu wissen. Und ich habe mal für die Reptilien ganz ausführlich verschiedene Gasen ausgemessen. Und je dichter die Gase, das ist natürlich logisch, umso am wenigsten geht natürlich durch Lochblech durch. Also je dichter die Gase, umso weniger Licht und UV geht durch. Also bei Lochblech wird 70% rausgefiltert. Und hier, ich denke, es ist vertretbar. Es schützt natürlich auch die Tiere. Stell dir vor, du hast irgendwie so ein Terrarium mit einem Phelsum, also einer kletternden Tierart. Dann ist das natürlich eine super Sache, wenn du die Lampen und die Tiere und den Lebensraum voneinander trennen kannst. Wenn ich es außerhalb habe, genau. Woher weiß ich, Oliver, welchen UV-Wert ich für das Tier brauche? Welcher ist da richtig oder eben der Abstand letztendlich? Also in erster Linie hängt es natürlich davon ab, welches Tier du hast. Aber auch wenn du irgendeine bestimmte Art hast, dann kannst du in den Foren oder bei den einzelnen Fachleuten sicher verschiedene Meinungen finden. Es gibt nicht einen Wert für diese Art, muss ja genau so sein. Aber es gibt eine sehr bekannt gewordene Untersuchung von Ray Ferguson. Das ist ein Professor aus Amerika und der hat über viele Jahre hinweg 15 verschiedene Reptilienarten beobachtet. Thamnophis, also zum Beispiel Strumpfbandattern, die mehr dämmerungsaktiv sind, aber auch Seitenfleckleguane oder Stachelleguane, um herauszufinden, wie verhalten sich die Tiere in der Natur, unter welchem UV-Wert gehen sie an die Sonne, wann sind sie an der Sonne. Und dann hat er diese sogenannte Ferguson-Einteilung geschrieben, also das unterteilt die verschiedenen Tiere in 4 verschiedene Gruppen, von dämmerungs- und nur ganz gelegentlich sonnensuchend bis zu eben den wirklich sonnenliebenden Arten. Und da hat er, das habe ich hier, dieses zusammengefasst, ist er dann draufgekommen, dass sehr sonnenliebend, also die Tiere, die sich zum Teil sogar wirklich in der Mittagssonne sonnen, dass die bei etwa UV-Index 9,5 maximal so wirklich in die Sonne liegen. Also wie jetzt in unserem Fall Teus, Bardergamen, Dornschwanzagamen, das wären so die Klassiker, oder Halsbandleguane, Stachelleguane. Von unserer Vorstellung, was die Tiere brauchen, ja, er hat 15 Arten in Jamaika und in USA untersucht, aber die Frances Baines, eine bekannte Tierärztin, hat dann mit Zoos zusammen über 250 Tierarten noch genommen und auch zu diesen Ferguson-Zonen zugeteilt. Eingruppiert. Ja, okay. genau, und genau diese Uromastrix, diese Dornschwanzagamen und diese Arten, die du erwähnt hast, sind dann natürlich in der Gruppe 4. Aha. Ja. Dann testen wir mal, was wir hier in unserem Fall haben, oder? Ja, können wir gerne machen. Messen wir den UV-Wert aus. Ich schiebe das Terry mal auf die Seite. Da muss ich, der Ständer ist hier ein bisschen im Weg. Also wir machen es jetzt, sonst müssten wir jetzt hier vor die Kamera laufen und von vorne messen. So haben wir es einfacher. Pass auf. Also wir sind bei 0,95 jetzt, also knappe 10. Ist jetzt auf genau. Ja, wir diese haben das Höhe nicht vorher geprobt. Ja, ich habe Tier. versucht ungefähr zu schauen, wo ist der Techo vorher gesetzt. Okay, aber Stefan, was kommt noch dazu? Dass das Gitter uns was ja, rausfiltert, genau. oder? Jetzt willst du mal versuchen, das Gitter darüber zu halten und dann schauen wir, ob das Tier... Ja, also nochmal, statt das jetzt alles im Terrarium Gut, zu messen, jetzt, der Einfachheitshalber. Jetzt messen wir noch 3,5, ja 3,7. Okay, also so viel, sag mal, lass mal vielleicht mal so drehen, dass wir es in die Kamera sehen. Musst du noch drücken dran. Ist ein relativ dichtes Gitter. Wer natürlich irgendein Großterrarium baut für grüne Leguane, der kann gut natürlich auch ein engmaschiges Gitter wählen. Ich mache dann für Großterrarien, damit auch nicht zu viel Feuchtigkeit verloren geht, oft solche kreisrunden Ausschnitte, die sind dann ein bisschen größer im Durchmesser wie die Metalldampflampen. Also es ist schon enorm, was verloren geht. Aber jetzt hier bin ich, also ich bin glaube nicht genau, hier bin ich jetzt drunter.
Naja, da bin ich jetzt bei 5,7. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir wirklich an der richtigen Stelle messen. Hier bin ich so gut über 5, direkt unterm Strahler, 5,2. Ja, die Höhe, wo wir vorher hatten. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir es gesagt, oder bei uns ist es 10 im Sommer so maximal. Also 5 ist sicher ein Wert, der okay ist. Oder in diesen Ferguson-Zonen, da wird empfohlen dann, maximal wird 9,5 erreicht von diesen Tieren. Da wird so von 2,6 bis 3,5 empfohlen. Natürlich, wenn das dann Tier sich aus dem Zentrum bewegt, und das Tier sitzt ja auch nicht nur in der Natur nicht immer in der Sonne, sondern auch im Terrarium nicht immer, ganz gerade unter der Lampe, dann hat es natürlich auch wieder weniger. Wobei das schon ein interessanter Aspekt ist, gell, dass dieses Gitter ungefähr die Hälfte, jetzt in unserem Versuch die Hälfte, absolut, ob man das so pauschal sagen kann, weiß ich nicht, aber in unserem Versuch hat es die Hälfte rausgefiltert an dem UV-Index, wahrscheinlich auch an Lichthelligkeit selber, UVA genau, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, vielleicht kann man das gleich berücksichtigen, beziehungsweise in einem Fall wie hier, wenn ich jetzt ein Tier habe, also der Theo, naja gut, durch die Wurzel könnte er vielleicht drankommen. Wenn das aber hoch genug ist, könnte ich einfach auch das Gaze ausschneiden an der Stelle, wo ich die Lampe habe, wenn ich sicher bin, dass das Tier nicht drankommt. Ja, klar. Das wäre natürlich der optimale oder das Optimum, oder? Ja, manchmal kommt es auch ein bisschen noch auf das Material von der Gaze drauf an. Ich hatte kürzlich einen Dendrobatenhalter, der hatte teure Kunststoffgase verwendet, aber ja, das wird natürlich ausgebleicht, der Kunststoff vom UV, also das ist nicht zu empfehlen. Also nee, das ist schon gute Drahtgase. Genau. Hier, ja. Wenn wir mit der Temperatur jetzt nicht ganz hinkommen, wenn wir merken, wir haben die und wenn ich jetzt so drunter fasse, denke ich, wird es wenn knapp, dann nehme ich entsprechend 70 Watt, oder? Nehme ich stärkere Lampe. Ja, denke ich auch, ja. Jetzt hatten wir es gerade von der Temperatur, wenn sie eben nicht stimmt, wenn es zu kühl ist im Terrarium. Das gibt uns eigentlich der gute Bogen zu den Fehlern, die man machen kann, die passieren können, oder? Was sind denn aus deiner Sicht so die klassischen Fehler oder was sollte man auf keinen Fall tun? Also wenn man ein Terrarium für eine sonnenlebende Echsenart einrichtet, dann ist es falsch, wenn man die Formel nimmt und die Wattzahl einfach nur durch einen Wärmestrahler, also durch einen Halogenspot beispielsweise ergänzt. Das gibt zu wenig qualitativ gutes Licht. Also wenn du weißt, du hast zu wenig Temperatur und addierst dann sogar im Extremfall eine Rotlichtlampe, irgendeinen Heizstein, irgendeinen Heatpanel, dann heißt das im Prinzip, du hast vor allem zu wenig Licht, weil diese Metalldampflampen, haben wir jetzt ausführlich miteinander diskutiert, die geben eigentlich grundsätzlich einmal sehr eine natürliche Wärme ab und in den meisten Fällen dann auch genügend. Also wird das im Umkehrschluss alles, was ich bei den Echsen, Schildkröten, gut schränken wir es mal ein, am Tag an Wärme mache ich alles über hochwertige, UV-gebende, im Idealfall HID-Lampen. Kann man das so sagen? Also ich mache nicht eine gute Lampe rein, merke, aha, es ist zu kalt und mache noch irgendeinen Wärmestrahler oder mache irgendwas anderes, sondern alles, was ich da drin an Wärme will, mache ich über. Wie gesagt, also das soll ja nicht keine Werbesendung sein und sage, kauft euch möglichst viel von dieser Lampe. Aber es macht keinen Sinn, die Wärme mit irgendwas anders zu produzieren, als mit irgend so einer Lampe. Ist das so auf der Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Nimmst du hast 50 Watt ausgerechnet, nimmst einen 50 Watt Rotlichtstrahler, dann hast du die Formel erfüllt, aber du erfüllst nicht die Bedürfnisse des Tieres. Aber du kannst natürlich irgend noch eine Leuchtstoffröhre, einen LED-Balken reinmachen, wenn du das Gesamtlicht abrunden willst. Das stört das Tier bestimmt nicht. Ja. Aber die Wärme, die Energie, die ich ins Terrarium, die ich zuführe, die kommt über das Licht, über die UV-Lampe, über die richtige Terrarienlampe. Das ist das Beste, genau. Ja. Wenn ich jetzt, wenn das Terrarium jetzt einfach ein Stückchen größer ist, was mache ich da? Ich kann ja nicht hier 150 Watt hinmachen und habe hier drüben gar nichts mehr. Ja, wir haben gute Erfahrungen gemacht, indem wir dann 2 oder 3 Lampen verteilen. Meistens nehme ich immer gleichwattige Zahlen. Es sieht schlecht aus, wenn hier 150 Watt ist und hier 35. Das wirkt unnatürlich. Also wenn ich das jetzt verdopple, wäre es vielleicht 2 70 Watt Lampen. Ja, irgendwie so. Okay. Also ich kann nicht, klar, die Lampen kosten einen Haufen Geld, aber ich kann einfach oder ich komme ab einer bestimmten Breite oder Distanz einfach nicht drum rum,
mehrere Lampen da drauf zu machen, oder? Also wenn ich jetzt, du hast Videomaterial, das können wir vielleicht einblenden, von Terrarien bei dir zu Hause, dann kommt man einfach nicht drum rum, da so ein Lampenarsenal oben drauf zu machen. Ja, ich habe bei Segelechsen habe ich 400 Watt Metalldampflampen. Das Terrarium ist über 2 Meter groß. Und an den Rändern sind dann noch LED-Balken, aber hauptsächlich kommt die Wärme, das Licht und eben auch die UV-Plätze für die Segelechsel. Die sind ja so groß, oder? Ich habe es in der Reptilia beschrieben. Wenn es speziell interessiert, die kommen durch die Metalldampflampen, ja. Okay. Hier habe ich noch für mich als Gedächtnisstütze, es gibt ja diese UV-Sensor, oder nennen sich UV-Sensor, das sind einfach so kleine Checkkarten, da kann ich den UV-Anteil einer Lampe messen. Ne? Also so sieht sie Natur aus, so sieht sie aus, wenn ich sie unter das UV-Licht gehalten habe, dann verfärbt die sich so violett. Kann ich mehrmal verwenden, ihr seht, es geht langsam zurück. So kann ich testen. Wir haben jetzt gerade, also wir haben es hier im Studio mal getestet mit den Strahlern hier, also da verfärbt sich nichts, es verfärbt sich definitiv nur, wenn die Lampe UV-Anteil hat. Das ist bestimmt eine ganz praktische Sache, wo die Leute daheim mal testen können, was sie an Lampen haben. Ja, und was vor allem natürlich praktisch ist, das weißt du, Stefan, aber manchmal vergessen es die Leute, dann hat man alles schön eingerichtet, dass die UV-Strahlung immer als erstes abnimmt. Also die Lampe mag noch hell erscheinen und gut leuchten im Terrarium, aber die UVB-Strahlung hat schon abgenommen. Und da fragen mich natürlich oft auch die Leute, ja, wie lange soll ich denn diese UV-Metalldampflampe einsetzen? Man kann so als grob Faustregel kann man ein Jahr sagen. Wobei, es hängt natürlich dann wieder vom Abstand ab, oder? Wenn man mehrere Lampen hat und eine ein bisschen näher hängt, dann hat die natürlich auch noch mehr UV. Aber nach einem Jahr hast du sicher noch messbares UV bei unseren Lampen. Also die X-Reptiles sind bekannt dafür, dass der UV-Wert wirklich sehr lange hält. Stabil ist, aber trotzdem als Faustformel, also nach einem Jahr habe ich noch 50% oder kann man das irgendwie wenig sagen? Oder? Um den Dreh rum. Jede Lampe ist mit ihren Gasen ein bisschen ein Individuum, aber so gerade die großen Zoos, die wechseln einmal im Jahr ihr gesamtes UVMH-Sortiment. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch, oder? Haben wir was vergessen? Fällt dir noch was ein? Nein, ich hoffe, es hat einen guten Einblick gegeben. Die Beleuchtung ist sehr komplex und die Tiere haben ein bisschen geholfen, es unterhaltsam zu gestalten. Unterm Film, wisst ihr, könnt ihr diskutieren. Oliver, wenn du vielleicht gerade, wenn der Film rauskommt, auch mal reinschaust bei YouTube, ne, unten dran in der Community, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, vielleicht bist du so nett, das ein oder andere, was Sinn macht, falls eine gute, wichtige Frage kommt, kannst du auch mal was drunter posten. Falls wir was vergessen haben oder falls was unklar ist oder falls ihr völlig anderer Meinung seid und sagt, völliger Quatsch, was wir hier erzählt haben, lasst es uns ebenfalls wissen. Sind wir gespannt drauf. Ja. Gell? Gut, dann 1000 Dank, Danke Oliver, dir, dass du da warst. Wirklich Danke. tipptopp. Ich habe heute auch nach 30 Jahren, glaube ich, doch wieder einiges dazugelernt. Gerade wenn man auch so die Tests macht, ausprobiert, finde ich super spannend, verschiedene Lampen und so weiter. Also, bleibt mir treu, checkt my balls und checkt X-Reptile. Danke. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.